Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes zusammen mit Scotty. Oh, hallo. Wir haben keine Ahnung, was wir tun müssen. Wir haben mit der Ollen letztes Mal geredet. Die hat uns dann ein bisschen mehr Hinweise gegeben, aber nicht recht viel. Ja, die Teegesellschaft. Vielleicht kann ich das ausrüsten und nochmal am Hafen jemanden vor. Haben wir das schon getan? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube noch nicht. Vielleicht weiß jemand darüber was, dass der irgendwie beobachtet wurde oder so. Mit C kannst du eine Fallmatte und mit M die Karte öffnen. Ja, das hilft. Ah. Warum ist es jetzt Nacht? Wie lange hat der Typ uns gezogen? Der ist ja nicht so schnell. Ja, kein Wunder, wenn er beim Rauchen ist. Leute, verkaufen Kunstwerken. Guckst du, was verpassen wir, wenn wir schnelle Reise benutzen? Wir sind doch 10-mal vorbeigelaufen. Can you satisfy my curiosity? Sorry, officer, you should ask someone else about that. Vielleicht irgendein Dude, der mit ihm befreundet Could war. you help me? Sorry, officer, you should ask someone else about that. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Nein, sonst wäre ich nicht hier. Ja, und du verdammter Storn. Ja, was könnten wir da machen? Oh lol. Nice. Vielleicht weiß ja die Hafenmitarbeiterin was, die haben uns schon mal oh, die kann nicht mit ihr reden. Kann ich da reinfallen? Oh Gott, ja! Hello. Der ist aber immer noch am Arbeiten. Hello, my friends. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, officer, but I don't know. Man sollte immer den zweiten May aufhören. I ask for your assistance? Sorry, officer, you should ask Vielleicht someone nochmal else der, der about that. arbeitet. You Ja, uns beim obviously letzten Mal haven't schon thought geholfen. this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Wo arbeitet? Ja, bei dem du gerade vorbeigelaufen bist und gesagt hast, der arbeitet immer noch. Hä? Ja, der arbeitet anscheinend nicht mehr. Aber mit dem konnte ich auch nicht reden. Aber mit dem haben wir doch schon mal geredet. Wie hinter laufen wir den Treppen nach oben? Wie smooth wolltest du eher sagen. Bin überfragt, ich habe keine Ahnung. Was wäre logisch gesehen denn? Wir müssen irgendwo hin, wo John auf uns wartet. Ohne John ist nichts los. Da haben wir den Brief von ihm, die Drohung über die Drogen, die Pfeile, die blutigen Verbände. Was kann es sein? Irgendwas übersehen wir. Irgendwas übersehen. Das passiert uns doch immer. Aber was? Was könnte es sein? Erstmal was trinken. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ich will es nicht googeln, weil ich habe bloß eine Hand. Die andere habe ich beim Essen verloren. Wir können nichts bei Gedankenspiele machen. Nee, wir können hier nichts machen. Da bin ich überfragt. Ich bin schon am googeln. Sherlock Holmes Chapter 1 kann eine ganz schön harte Nuss sein, wenn man nicht allen Hinweisen akribisch nachgeht und sämtliche Optionen ausschöpft. Siehst du wieder, du hast nichts gemacht. Schnauze.
T-Typ, hilf uns. Digga! Also Please nee, wir satisfy sind, my wir sind sogar curiosity. schon recht I fortgeschritten. can't talk to a police officer. That's the end of it. So. Er will nicht mehr Körperpartien. Der Kopf verschafft die Kenntnis, dass die Wirbelsäule durchtrennt wurde. Ach so. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Do you know anything about this? Sorry, I'm in a hurry. I don't know. Ich wollte dich This nicht isn't fragen. working. Dich Are wollte ich you able fragen. to help Might me? need a different I've tack. never heard of it. I'm sorry. Der Schnauzer steht uns. Habe ich doch irgendwas in der Altstadt? Ja, warte, ich bin ja gerade am Schauen. Können auf jeden Zur Fall mal nächsten wieder Seite. an der Polizei vorbeischauen. Yachtclub Salaccia. Daneben ist der Eingang zum Lagerraum, in dem ihr ein Nebelhorn findet. Außerdem das zweite Buch der Psychologie-Triologie. Haben wir ein Nebelhorn gefunden? Ja. Okay. Den Werktisch haben wir Any untersucht. progress Klickt nur auf with das the case, Regal, Mr. Holmes? den haben wir untersucht. Start den Konzentrationsmodus und nimmt die Teedose erst im Augenschein und dann in die Hand, um sie zu drehen. Welche Teedose? Anscheinend ist in dem Lagerraum im Yachtclub noch eine Teedose. Wir haben doch alles Wenn ich gesehen angeschaut. habe. Wir haben doch alles angeschaut. Anscheinend haben wir das übersehen. Ja. Und again dahin. Let's go. Im Lagerraum. Schön, wie das Licht automatisch angeht, Alter. Ja, die hatten damals halt auch schon Fernmelder. Mein Bewegungsmelder. Ich glaube, da muss einen anderen Hinweis. Frag mich nicht welchen. Ne, es müsste schon der sein, weil es da mit dem Tee... Ja, leck mich doch am Arsch. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Warum schließe ich auf den Beweis, dass das Paul in organisierte Kriminalität ist? Er schmuggelt psychotropische Substanzen auf der Yacht. Jetzt wissen wir es. Wo gehen wir von da aus weiter? Ich will es nicht sagen. Oi, Oh lol. hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Mr. Gilden oder Imogen? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Okay, beobachten wir ihn. Was? Cringe. Ich glaube, die Haare sind noch was. Okay, warte, wir gucken mal der Unfall. Okay, nee, die flackern einfach nur so. Ich find's schön, wie es ihn nicht juckt, dass wir hier einfach jetzt so laufen. Und so auf und ab fliegen. Er litt harten Schlag. Bitte lass uns die Hose untersuchen. Oh. Ausgeprägter weiblicher Körper. Oh!
Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um persönliche Ziele zu erreichen. Sie steckt all ihre Energie in ihren Sport, auch wenn sie dabei hin und wieder kleinere Unfälle auf dem Meer leidet. Scham und ein verletzter Arm sind eher ein Zeichen dieser gefährlichen Sportart. Sie ist eine furchtlose Siegerin, nicht willens aufzugeben, auch wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen muss, die sie eigentlich nur Männern vorbehalten ist. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren blablabla. Bei dem Deckmantel ihrer Segelkarriere betreibt sie Schmuggel für Banden auf Cordona. Verletzter Arm spiegelt die Gefährlichkeit ihres Lebens als Schmugglerin wider. Sie wird grundsätzlich furchtlos und gerät aufgrund ihrer Verbindung zur Unterwelt immer wieder in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, sie hat sich als Paul ihren Platz in der Welt verdient. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Ich glaube, dass sie eine Schmugglerin ist. Ja. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Oh, geile Szene. Dass wir den Bart nicht gesehen haben. But I'm afraid I have to interfere. Oh, das war eine geile Szene. Ich finde diesen Bart so geil. Ja, jetzt müssen wir wirklich kämpfen. Das ist wirklich storyrelevant. No more crime for Ich you. bin gespannt, ob da noch mehr next month. kommen. It won't work this way. Was? Ich hab den doch getroffen. Ja, John hat uns unterbrochen. I'm coming. Oh, gerade noch erwischt. Als ob du den noch erwischt hast, wie krank. You've lost. Du hast schon wieder die Brust getroffen. What? Pass auf. No, you killed him. Ah, fuck. Du bist nicht zu auf dem... Okay, aber anscheinend juckt das nicht, wenn wir den töten. John! Hilf uns! Take this. Das gleich... Also, pass auf. Eat lead. Oh. We can overcome the brute now. Snuff. Aber wir wissen nicht, welche Taste X war das, oder? Das soll ruhig nachladen. Der andere... Oh Gott, wenn der... Nein, der hat einen... Der hat noch den Helm auf. Oder den Hut. Oder weil... Nee, der hat wirklich einen Helm. Wir bekommen bloß weniger Geld und so, wenn wir einen killen. Schade. Eat lead. Oh! I'm coming. Kannst du mal am anderen mal die Lampe anschießen? The snuff's ready. Ey, ich hab keine Munition mehr! Ich bin schön, wie wir alle so besiegt am Boden liegen und dieser eine blutet euch. Get ready for some pain. Oh Gott, ich kill den gleich noch. Ich glaube, einen Schuss hast du noch. Also ich weiß nicht, wie viel den... Oh Gott! What? Was war denn das jetzt? Ja, der hat den mit dem Schrotflinte in den Bauch geschossen. Das tut mal ein bisschen weh. Ah, meine... Warte, ich muss meine Mausempfindlichkeit unterstellen zum Zielen. Siehst du nicht, Sherry? Time to knock this guy out.
Don't bother moving. Give him the pepper snuff. Schon! Bisschen spät. And there's no reward for risking our lives. Oh, da ist die Leiche. Paul's explanation will suffice. Oh, das Blut der Leiche. Ja gut, dann können wir jetzt wahrscheinlich zu Imo und so weitergehen. Shit. Und ihr sagen, hey, dein Freund, das ist eine Frau. Und dann wird sie sagen, was? Nein. Was? Oh mein Gott. Das wusste ich ja gar nicht. Oh no. Aha. Paul Perks der Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand auf Theodore Gildens Anwesen sein. Herführen. Schnellreise. Smarter Boy. Ja, auch wenn ich immer dagegen bin. Ich glaube, das macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, welchen von den beiden Punkten du wählst. Glaube ich auch nicht. Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. It's chilling to think the monster is free. Hä? Ja, vielleicht den anderen Hinweis. It's chilling to think Nee. the monster is free. Okay. Wenn die Situation bereinigt ist, geht in Pauls Büro und spricht nochmal mit ihm. Was? Gut, wir gehen wieder zurück und gehen in Pauls Büro. Da waren wir zu schnell dran. Ah. Oh. Oh. Oh, shut up. Your fellow Paul. mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing Die grief. Haare machen mich fertig. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Das funktioniert im Deutschen nicht. Nee, im Deutschen funktioniert's nicht. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Yay. Okay. Dann gehen wir wohl mal einfach alles durch, bis wir das Richtige haben. I'm clueless. I'm clueless. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not.
I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Okay. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Also recht. Mensch. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Wandert. Bitte frage nach dem A Buch. charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Ich find das so geil. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favourable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go travelling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Wir haben noch so viel durchzugehen und wir sind schon bei I'm 25 Minuten. clueless. Egal. Ich glaube nicht, dass da noch so viel kommt. A. Swift. Are you Okay. familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is. Das will ich aber auch But I keinen bet Sinn. he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Muss noch was sein, sonst wären wir schon fertig. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly.
but I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny. Ach so! Believe me, it was frightening. So. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. 7 Hinweise aktualisiert. Aber die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also würde ich sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei unserem Video vorbei. Schaut auf der Twitch-Kanal vorbei. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.